Das Elsass kurz vor Weihnachten. Mit Schnee überzuckerte Hügel, idyllische Dörfer. Hier lebt Bongusto Food-Korrespondentin Annabelle mit ihrer Familie und dem Hasen Kosmos. Hallo zusammen, also gestern haben wir die ganzen Zutaten gekauft für unser Weihnachtsmenü. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist unser Aperitif Dînatoire. Das ist ein Aperitif, das dauert vom Anfang bis Ende, also ein ganzes Menü mit nur Häppchen zum Essen, anstatt ein 6-gängiges Menü. Also als allererstes werde ich euch zeigen, wie man Blätterteig-Tannenbäume macht. Dafür brauchen wir natürlich Blätterteig, aber auch Paprikas, eine Zitrone, ein Avocado, ein bisschen Schnittlauch, dann noch 50 Gramm Frischkäse und, wie nennt man diese? Wir sagen Sticks dazu, das sind wie Brezeln eigentlich. Das ist für das Stiel von den Tannenbäumen. Wir rollen erstmal unser Blätterteig aus. Da brauchen wir ein bisschen Mehl. Annabelles Weihnachtsmenü ist komplett vegetarisch. Blätterteig ein bisschen mit Mehl bestreuen. Und wir rollen es aus. So, es muss nicht zu fein sein. Ich denke, 1 bis 2 Millimeter reichen schon. So, es muss ein bisschen quadratisch sein. Dann schneiden wir das mal in 2 Bänder. So. Voilà. Und wir schneiden unsere Tannenbäume da rein. Oder daraus. Einfach Dreiecke schneiden. Dann nehmen wir ein Blech. Also zuerst ein bisschen beiseite stellen. So. So. Und ein bisschen Backpapier brauchen wir auch. Die Weihnachtsbäume kann man in verschiedenen Größen backen. Je nachdem, ob man einen kleinen Snack daraus machen möchte oder, kombiniert mit anderen Kleinigkeiten, schon fast eine Hauptspeise. So, und unsere Tannenbäume gehen dann in den Ofen, also zuerst auf dem Blech. Man muss schon ein bisschen Platz haben, denn die werden ein bisschen größer dann, wenn es im Backofen ist. Annabelle hat für ihr Menü 3 Kriterien. Vegetarisch, super lecker und ganz einfach zu machen soll es sein. Aber die Blätterteig-Weihnachtsbäume sind etwas zu einfach geraten. Eins habe ich vergessen, das sind die Stiele. Da nehmen wir unsere Sticks und nehmen einfach so 2 Zentimeter davon. Und wir drücken es dann hier unten rein in den Teig. Das muss schon halten, gell? So. Also manche sind länger, manche sind kürzer, aber das macht gar nichts. Jedes ist ein Unikat. So, und jetzt 10 Minuten bei 200 Grad. Einmal und zweimal. Während die Weihnachtsbäume im Ofen backen, bereitet Annabelle das grüne Kleid für die Weihnachtsbäume vor. In der Zwischenzeit können wir unsere Avocado-Creme vorbereiten. Wir nehmen da natürlich unser Avocado, schneiden es. So. Das kommt natürlich raus. Ich habe da so ein
Instrument, das ist super praktisch, um das Fleisch vom Avocado rauszuholen. Ich nehme mal kurz einen Teller. Die Avocados sollten für dieses Rezept am besten in ihrer späten Reifephase sein. Also auf keinen Fall harte Exemplare kaufen. Und einfach das rausholen. Mit einer Gabel werden wir es pürieren. Also je reifer, desto besser natürlich. Wir dürfen da gleich die Frischkäse auch hinzufügen. Und weiter pürieren. Das geht natürlich auch bequem im Mixer. Aber so macht es mehr Spaß. Salz und Pfeffer kommen auch dazu. Damit solltet ihr nicht zu sparsam sein. Die Creme verträgt's. So, und wir pürieren noch ein bisschen weiter. Aber nicht zu lange, denn unsere Tannenbäume sind gleich gebacken. Eins fehlt noch, das ist die Zitrone, damit die Avocado nicht schwarz wird. So. Einfach so. Handgelenk mal Pi. Und gut vermischen. So, und wir holen unsere Weihnachtsbäume aus dem Backofen. Wow, die sind jetzt ein bisschen groß, also vielleicht werde ich sie trennen, ich schaue noch. Auf jeden Fall müssen sie zuerst ein bisschen abkühlen, bevor wir die Avocado-Creme drauf machen. Sehen aber nicht schlecht aus, ein bisschen groß. In Annabels Küche gibt es für jedes Problem eine Lösung. Diejenigen, die jetzt ein bisschen groß sind, werde ich in zwei schneiden. So einfach durchschneiden. So, perfekt. Der bekommt dann auch wieder einen Stiel, natürlich. So. Und jetzt kommt die Avocado-Creme drauf. Der Zitronensaft hat die Farbe der Creme gut konserviert und gibt dem Geschmack des Baumkleids einen frischen Touch. Ja, das sieht aus wie echte Tannenbäume, gell? So in grün. Also ich bin stolz über meine Weihnachtsbäume. So, diese wären schon einmal bereit. Fehlt nur noch der Weihnachtsbaumschmuck. Jetzt stechen wir kleine Sternchen aus der gelben Paprika aus. Also einfach da, wo es geht, die Sternchen ausstechen. Und wo nötig, etwas nachhelfen. So, das erste Sternchen aus Paprika. Das kommt hier rauf. So, an der Spitze von unseren Weihnachtsbäumen. Voilà, da sind alle Sternchen drauf. Jetzt nehmen wir auch noch grüne Paprika und die rote Paprika. Und da können wir einfach so Streifen schneiden oder kleine Pünktchen. Wirklich wie ihr wollt. Während Annabelle ihre Blätterteig-Weihnachtsbäume liebevoll dekoriert und mit Schnittlauchstücken beschneit, kümmert sich ihr Ehemann Julien darum, dass es im Haus gemütlich warm wird.
Der Winter hat im Elsass Einzug gehalten. Und das beste Mittel gegen Kälte ist ein Kaminfeuer mit Holz aus dem Wald nebenan. Annabelle hat inzwischen den zweiten Gang des vegetarischen Menüs vorbereitet. Jetzt mache ich Blätterteig-Sterne mit Comté-Käse drin. Dafür brauchen wir diesmal das Blätterteig ziemlich fein, denn wir machen da 2 Schichten drauf. Also eine Schicht Blätterteig, dann kommt Comté und dann noch Blätterteig. Also ziemlich fein, wirklich. Wir stechen also jetzt unsere Sterne aus dem Blätterteig. Mit dem Abstand müsst ihr es nicht ganz so genau nehmen, denn die Reste könnt ihr später weiterverarbeiten. Je größer die Sterne, desto schneller geht's nachher beim Belegen mit dem Käse. Die ganz Eiligen unter euch wählen also eher die Maxi-Form. Also hier auch die Sterne nicht zu nah an jedem anderen Stern, denn im Backofen wird das wirklich groß und dick. Annabelles Sterneküche hat einfache Regeln und immer nur die besten Zutaten. Jetzt kommt das Comté-Käse drauf. Das haben wir gestern gekauft. Damit solltet ihr nicht sparsam, aber respektvoll umgehen. Und da schneiden wir einfach so ganz kleine Stücke daraus. Erstmal so, ziemlich fein. So fein wie möglich. Oder man kann es auch raspeln, wenn man möchte. Annabelle mag den Comté lieber ohne Rinde. Und da kommen einfach so kleine Stücke in der Mitte. Also Comté ist wirklich mein Lieblingskäse, aber ihr dürft es natürlich mit Emmentaler machen oder mit jeder Hartkäse wie diese, ist wirklich immer sehr, sehr lecker. Und jetzt, dass überall Comté drauf ist, kommt der zweite Stern drauf. Den zweiten Stern genau über dem ersten anbringen, damit der Blätterteig den Käse komplett umschließt. Wer vorher gut rechnet, ist beim Käsesternbacken übrigens klar im Vorteil. Also mir fehlen jetzt noch Sterne, aber das macht nichts. Ich habe da noch einen Rest vom Blätterteig. Was man aber wissen muss, man muss nie eine Kugel daraus machen und so kneten. Das muss man mit Blätterteig nicht machen, sondern immer falten. So, es muss wirklich Blätter machen. Also, oh, jetzt brauche ich Mehl. Wir machen also noch ein paar Sternchen. Wer nicht ganz so gut geplant hat, muss eben nacharbeiten. Später gibt's dann aber mehr leckere Käsesterne. Und es ist fast soweit. Jetzt nehmen wir noch ein Eigelb, damit es dann glänzt im Backofen. Also wirklich nur das Gelbe. Machen wir es so. Und dann einfach auf die Sterne streichen. Das ist eigentlich die schönste Phase des Backens, wenn man weiß, dass alles geklappt hat und nur noch der Abschluss fehlt. Ich muss mir eventuell mal auch ein größeres Pinsel kaufen. Der ist wirklich zu klein. Ja, es gibt die Profis und es gibt die Annabelle. Das ist noch was anderes. Trotz widriger Umstände, die Sterne sind fast fertig. So, ich glaube, wir haben es. Und jetzt einfach wieder 10 Minuten in den Backofen bei 200 Grad. Also unsere Sternchen sind bestimmt jetzt bereit. Wir schauen das. Ja, die sehen super aus. So. Mal wieder 3D, aber das passt. Super. Teil 2 des Weihnachtsmenüs ist schon bereit.
Annabels Backpläne sind besser aufgegangen als gedacht. Als nächstes Rezept mache ich so kleine Canapés mit Lebkuchen, Fourme d'Ambert, das ist Schimmelkäse aus Frankreich, und Birne. Ich zeige euch, wie das geht. Also vom Lebkuchen werden wir so Schnitte schneiden. Nennt man das Schnitte, ja? Einfach so 1 Zentimeter Dicke ungefähr. Und aus diesen Schnitten werden wir so Würfelchen noch schneiden. Einmal so. So, dass es so kleine Häppchen dann gibt. Nicht zu groß. Es können kleine Würfel sein, größere, ist jetzt egal. Die behalten wir mal beiseite. Der klassische Elsässer Lebkuchen enthält 4 Gewürze: Zimt, Nelken, Ingwer und Muskatnuss. Der Blauschimmelkäse gibt sein kräftiges Aroma dazu. Und die Birne steuert ihre Süße bei. Eine einfache und geniale Kombination. Wir fangen an mit dem Lebkuchen, ein Stück Lebkuchen, dann ein Stück Käse und ein Stück Birne. Und hoppla, da ist kaputt, okay. Und schon repariert. Das sieht niemand. So. Et voilà. Sieht schön aus, oder? Und einfach weiter. Die Birne ist der leichte Teil des Trios. Die beiden anderen Zutaten machen nuancenreich satt. 4 bis 5 Portionen pro Person reichen deshalb völlig aus. Mal probieren, gell? Sehr delice. Aber echt lecker. Aber damit niemand sieht, dass ich schon einen probiert habe, mache ich dann gleich einen wieder. Ihr habt nichts gesehen, gell? Die nächste Zutat, die ich verwenden werde, sind rote Beete, denn ich liebe rote Beete. Und rote Beete, das passt perfekt zu Frischkäse. Heute habe ich da Frischkäse also Ziegenkäse. Ihr werdet auch merken, dass ich besonders Sterne mag, also die Form. Da werden wir so auch kleine Häppchen, kleine Canapés machen in Sternenform. Wir fangen gleich an mit der roten Beete. Die werden wir erstmal in ganz feine Scheiben schneiden. Und auch groß genug, damit wir sie dann ausstechen können, ja. Also so ungefähr so. Die rote Beete hat Annabel vorgekocht gekauft. Man kann sie natürlich auch selbst zubereiten. Das dauert dann nur etwas länger. Nicht so einfach zu schneiden. Das intensiv weihnachtliche Rot kommt übrigens vom Betanin, dem natürlichen Farbstoff der rote Beete. Voilà. Und wir werden so eine Art Creme vorbereiten mit der Ziegenkäse und ein bisschen Milch, damit es ein bisschen lockerer wird. Nehme ich einfach ein bisschen Milch, Ziegenkäse, also Frischkäse. Kommt die Käse rein. Und ich nehme eine Gabel und werde das ein bisschen so pürieren. Ihr seht es ist noch ziemlich fest, also kommt noch ein bisschen Milch hinzu. So. Nicht zu viel, sonst ist es zu flüssig. Mal sehen. Noch ein bisschen. Einfach schauen, wie es geht. Also hier kommt noch ein bisschen Schnittlauch rein. So, für die Farbe, natürlich auch für den Geschmack.
So, einfach rein schneiden. Grün, weiß, rot und super lecker. Unsere Frischkäsecreme ist jetzt bereit. Wir werden so ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also une poche benutzen. Machen wir einfach die Käse rein. In den Spritzbeutel, der auf Französisch den eindeutig schöneren Namen hat. So, das ist die Creme in der Poche. Und jetzt können wir es auf unsere rote Beete-Scheiben machen. Also, ob ich das wie die Profis schaffe, weiß ich noch nicht. Doch. Einmal. Es muss nicht wirklich schön sein. Hauptsache, die Menge stimmt in etwa. Jetzt brauche ich noch die Scheibe, die drüber kommt. Und das geben wir einfach drauf. So, ein bisschen drauf drücken. So, jetzt einfach ausstechen. Ich nehme dann gleich so einen Teller, kann ich es präsentieren. Das mache ich mal weg. So. Und keine weiße Klamotten anhaben, gell? So. Et voilà. Sieht schön aus, oder? Nicht wahr? Das Menü ist komplett, der Weihnachtsbaum steht. Und jetzt kann die ganze Familie schmücken. Auch die Technik funktioniert. Und als Spitze bekommt der Weihnachtsbaum in diesem Jahr eine Mütze. Annabels vegetarisches Weihnachtsmenü. Comté-Käsesterne, Lebkuchenspieße mit Blauschimmelkäse und Birne, rote Beete-Sterne mit Frischkäse und Blätterteig-Weihnachtsbäume. Alles ganz entspannt vorbereitet. Weihnachten bei Annabel und ihrer Familie im Elsass. Ein fröhliches und entspanntes Fest.